Hallo liebe Hausbauhelden, in unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein Haus für die Stadt mit Sauna und ganz besonderem Wellnessbereich, das mit 3 Wohnebenen teure und kleinere Stadtgrundstücke besonders gut ausnutzt. Das Musterhaus Fellbach von Keitelhaus in der Ausstellung Eigenheim und Garten bei Stuttgart ist dabei in Ausstattung und Architektur ein echtes Haus der Ideen abseits des Üblichen. Freut euch auf viele Inspirationen und kommt mit! Wir haben hier einen zweigeschossigen Hauptbaukörper, der so blau abgesetzt ist und obendrauf nochmal ein zurückspringendes Dachgeschoss mit Satteldach. Das heißt, wir haben 3 Wohnebenen und insgesamt 260 Quadratmeter Wohnfläche bei Außenmaßen von nur 13,38 Meter mal 9,70 Meter. Das Ganze ist natürlich konstruktiv sehr aufwendig. Das Dachgeschoss verspringt rundrum 60 Zentimeter nach innen. Es hat einen 1,30 hohen Kniestock, den man gar nicht so sieht wegen der Attika von dem Flachdach, die da hochgezogen ist. Und das Ganze muss natürlich entwässert werden und ist recht aufwendig. Das funktioniert auch ohne dieses aufgebaute Dachgeschoss. Warum das so ist, schauen wir uns nachher drin beim Wohnkonzept an. Aber ihr gewinnt natürlich dadurch nochmal Wohnfläche und könnt teure Stadtgrundstücke da ganz gut ausnutzen, wo ja auch oft mehr Bauhöhe erlaubt ist. Das Satteldach obendrauf ist 25 Grad geneigt mit so einem ganz flachen, schwarzen, matten Dachstein. Und ihr seht auch schon, da gibt es eine Menge Dachflächenfenster. Es gibt ein sehr großes Panoramafenster, was man aufschieben kann. Was sich dahinter verbirgt, schauen wir uns natürlich auch an. Und es gibt eine Photovoltaikanlage mit 7 Kilowatt Peakleistung. Hinter mir sieht man jetzt schon die Terrasse mit einer sehr kubischen Loggia, wo man eben oben und an den Seiten auch so Sonnensegel runterfahren lassen kann, sodass da eben auch Sicht- und Sonnenschutz gegeben ist in der Stadt. Und es gibt dann rechts und links auch noch mal so 2 angebaute bzw. angehängte kubische Erker, die da rauskommen. Die sind beide mit Schiefer verkleidet, in dynamischer Deckung. Das hebt das Ganze noch mal ab. Das Geheimnis dieses Freischwebenden schauen wir uns gleich von drinnen auch noch mal an. Und wenn wir rumgehen zur Eingangsseite zum zweiten Erker, kann ich euch kurz erzählen, was zum Wandaufbau. Hinter dieser Putzfassade verbirgt sich ein diffusionsoffenes Wandsystem mit Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis. Das gibt es bei diesem Hersteller auch standardmäßig. Und in dem Bereich, wo jetzt hier die Schieferfassade vorgehängt ist, ist es eine hinterlüftete Fassade, was dann bauphysikalisch noch mal ein bisschen günstiger ist, weil da Wärme und Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. Ist natürlich auch ein bisschen kostenintensiver. Aber man kann hier mal sehen, dass auch im Holzfertigbau echte Natursteinfassaden problemlos integrierbar sind. Hier sehen wir jetzt schon den Eingangserker, der springt etwa 1,16 Meter raus, ist etwas tiefer. Dadurch entsteht hier so ein eingezogener Eingangsbereich, was sehr, sehr praktisch ist. Der ist nämlich wind- und regengeschützt. Wenn man hier reinkommt, merkt man sofort, wie es ruhig wird. Das heißt, man hat auch nicht so viel Zugluft in der Diele. Und was ihr hier neben mir seht, ist schon so ein bodentiefes, mattiertes Fensterelement. Was sich dahinter verbirgt und warum das da ist, schauen wir uns jetzt gleich als erstes von drinnen mal an. Dann sind wir auch schon drin in der Diele, die 11,5 Quadratmeter groß ist. Hier ist also genug Platz für Garderoben. Hier im Musterhaus ist das jetzt sehr filigran gelöst, aber man hat sowohl hier als auch da eine Nische, die 60 Zentimeter tief sind, wo man auch einen großen geschlossenen Garderobenschrank unterbringt.
Von der lichten Raumhöhe ist hier im Musterhaus erhöht worden auf 2,64 Meter. Normalerweise wäre je nach Bodenbelag lichte Raumhöhe von ungefähr 2,50 Meter im Standard. Und Bodenbelag ist das richtige Stichwort. Wir haben nämlich hier was ganz Besonderes, und zwar ein Terrazzo-Boden. Das ist wirklich ein echter Nassestrich, wo so Natursteinsplitter, Granulat, auch Schiefer übrigens drin ist. Der wird dann geschliffen mehrmals und kann dann eben so hier drin bleiben. Der ist wahnsinnig strapazierfähig, ist von der Einbauzeit ein bisschen länger. Man sagt auch, man muss immer gucken, dass es sich keine Risse bilden. Wir sehen dann nachher ein paar Bewegungsfugen. Und er ist natürlich auch teurer, ab 400 € den Quadratmeter aufwärts, aber absolut strapazierfähig. Den kann man also für immer da drin lassen, nochmal abschleifen, wenn er abgenutzt ist. Da passiert nichts. Praktisch ist, dass es hier trotzdem so einen Sauberlaufbereich gibt, weil man dann eben einfach die Füße trocken hat und hier nicht rutscht. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und wir schauen jetzt mal zuerst hier in dieses kleine Gäste-WC, weil es mit der Haustür einen ganz netten Zusammenhang gibt. Wir haben jetzt hier 3 Quadratmeter. Es ist tatsächlich nur ein WC in diesem Eingangsbereich. Und hier hat jetzt tatsächlich jemand ein bodentiefes Fenster reingemacht mit einer Milchgleisschale. Das heißt, der Sichtschutz zur Haustür ist gegeben. Aber an der Stelle würde ich wirklich empfehlen, ein kleines Fenster reinzumachen, damit man es zum Lüften eben auch mal aufmachen kann und nicht direkt auf die Haustür guckt. Auf dem Weg in den Wohnbereich kommen wir jetzt hier noch am Beraterbüro vorbei, deshalb auch die Glastür. Der Raum hat nochmal 15,3 Quadratmeter, wäre also auch gut als Gästezimmer zu nutzen oder als Technikraum, wenn man das Haus auf Bodenplatte baut. Dieses Haus ist tatsächlich teilunterkellert. Wir stehen hier jetzt schon im Wohnbereich, der 30 Quadratmeter hat, und man sieht hier, obwohl es Erdgeschoss ist, bei dieser Verglasung hier, dass es da nochmal so eine Glasbrüstung, so eine Absturzsicherung gibt, weil hier nämlich jetzt der außenliegende Kellerabgang liegt. Das ist dämmtechnisch etwas günstiger, und wenn ihr das so haben wollt, braucht ihr das natürlich hier. Durch diese großen Verglasungen kommt hier wahnsinnig viel Licht rein. Diese Seite ist tatsächlich quadratisch. Das sind 2,26 Meter mal 2,26 Meter. Diese ungerade Teilung mit dem Öffnungsflügel ist sehr schön. Ihr müsst euch halt überlegen, wie ihr möbliert, dass ihr die Öffnungsflügel nachher nicht vor irgendwelchen Möbelstücken habt. Man könnte ja auch mit einer Festverglasung agieren, komplett, weil man geht ja hier auch nicht raus. Man kann hier ganz schön sehen, dass man auch mal mit so einer Fototapete einen wohnlichen Akzent setzen kann und dass man hier auch abgehängte Decken hat. Man sieht hier diese Einbau-LEDs, die wir noch an mehr Stellen sehen werden für die Grundbeleuchtung. Und hier sehen wir auch schon mal so einen Auslass von der kontrollierten Lüftungsanlage. Der Hersteller baut auch ohne Lüftungsanlage. Das funktioniert also auch. Aber hier im Musterhaus ist das jetzt mal drin. Das Highlight in diesem Wohnraum ist natürlich dieser Erschließungsbereich, dieses wahnsinnige helle Treppenhaus oder die Treppe als Möbelstück. Wir sehen jetzt hier diesen Erker, der außen auf der Seite 1 Meter rausspringt und der so freischwebend ist. Und hier zeigt sich jetzt auch das Geheimnis. Man hat nämlich dieses Treppenpodest, die ersten 4 Stufen, die ersten 76 Zentimeter werden jetzt hier über so ein Podest schon mal überwunden. Und dann kann nämlich hier eine gerade einläufige Treppe starten, die das Ganze ganz geradlinig erschließt. Hier ist dann Platz für ein Einbauregal. Darunter gibt es auch Stauraum, und diese Treppe würde eben hier nicht reinpassen, wenn man nicht diese Erschließung mit dem Podest hätte. Eine günstigere Lösung wäre natürlich auch hier eine zweiläufige Podesttreppe reinzumachen. Das gäbe auch Vorteile für die Erschließung oben. Das zeige ich euch dann nachher, wenn wir hochkommen. Jetzt gucken wir erstmal hier um die Ecke. Hier gibt es nochmal so einen Spiegel, den kann man aufklappen. Dahinter ist der Stauraum unter der Treppe. Es ist übrigens eine Betontreppe. Und auf der Seite haben wir jetzt ein ganz besonderes Element. Da würde man vielleicht meinen, es ist eine Wandverkleidung, aber es sind 2 große Schiebetüren, mit denen man unter anderem hier die Diele komplett abtrennen kann. Dann kommt hier so ein Einbauregal zum Vorschein. Man kann es auch in die andere Seite schieben. Dann kann man die Küche zumachen. Die beiden Elemente können auch zusammenhängen. Dann bekommt man wirklich eine Fläche hier, mit der man die Küche fast ganz abtrennen kann. Was natürlich praktisch sein kann, denn hier sind wir jetzt schon im Essbereich.
der 21,8 Quadratmeter groß ist. Hier haben wir nochmal das gleiche Element aus Festverglasung und Öffnungsflügel wie schon im Wohnbereich, 2,94 Meter. Ich sage euch immer, guckt, wo ihr diese Öffnungsflügel platziert. An der Stelle braucht man ihn eigentlich nicht, da ist er eher im Weg. Die meisten Leute stellen nämlich gerne was in die Ecke. Auch hier könnte man mit einer Festverglasung agieren. Und hier hinter mir, das absolute Highlight, ist natürlich diese doppelflügelige Hebeschiebetür. Das ist auch was ganz Besonderes, was sicherlich nicht jeder Hersteller so hinkriegt. Denn ihr habt jetzt hier einen Sturz, der 2,70 Meter lang ist. Das muss dann schon was Stabiles sein. In dem Fall ist das Baubuche. Das ist ein ganz schweres Schichtholz, das sich wirklich auch dann nicht verzieht über die Länge. Und diese Türen sind jetzt hier schon 4, 5 Jahre drin. Das sind ja sehr große Elemente, 2,40 Meter. Die sind schwer, Holz, Alu. Trotzdem laufen die hier wirklich ganz leicht und einfach. Und man hat natürlich dann hier nachher den schwellenfreien Austritt. Und jetzt gucken wir auch gleich noch auf die Terrasse und schauen uns nochmal die Pergola an. Wenn ihr hier diesen fast schwellenfreien, barrierearmen Austritt habt, müsst ihr ja auch immer gucken, dass ihr hier den Schlagregenschutz hinkriegt, dass euch da kein Wasser reindrückt, wobei der Terrazzo-Boden ja wasserunempfindlich ist. Deshalb ist es auch ganz sinnvoll, dass das hier jetzt 60 cm eingezogen ist. Dadurch ist auch diese Konstruktion von dieser Markise hier überdacht. Das heißt, im eingefahrenen Zustand ist das geschützt. Man kann hier tatsächlich komplett oben zumachen, man kann beide Seiten zumachen und mit diesen Screens hier, mit diesen Stoffscreens ist auch hier die Verschattung gelöst. Das ist ganz schön, wenn man von innen durchgucken kann und von außen sind die so leicht verspiegelt. Das heißt, es gibt dann für diese Terrasse auch Sichtschutz. Hier hinten schließt jetzt die offene Küche an. Das sind nochmal 16 Quadratmeter. Ich habe euch ja schon gezeigt, man kann diese Schiebetür ganz zuziehen bis zu dieser Stelle hier. Das heißt, optisch ist es dann vom Esstisch getrennt. Wenn ihr euch das auch geruchstechnisch abtrennen wollt, müsst ihr natürlich diese Fensterfront anders planen, damit es hier auch einen Anschlag für die Schiebetür geben kann. Fensterplatzierung ist auch da hinten nochmal ein Thema. Es ist ja total schön, dass es hier so hell ist. Da ist nochmal dieses große Element wie gegenüber, das fast 3 Meter breit ist. Auch hier nochmal dieser Öffnungsflügel in der Ecke. Diese Nische würde sich natürlich auch sehr gut für eine Möblierung anbieten. Dann darf da natürlich nicht die Tür sein. Man kann sich überlegen, ob man hier überhaupt rauskommen muss. Kurzer Weg vom Stellplatz in die Küche, also einen Nebeneingang könnte man sich hier sicherlich auch nochmal überlegen. Und dieser Kochtresen, der steht jetzt hier eben so rum drin. Man würde ja vielleicht auch vermuten, man kann den querstellen. So wirkt das Ganze offener und fließender. Der Raum ist jetzt hier komplett umgehbar. Dieser Tresen ist wirklich riesengroß. Der ist 96 breit und fast 3,10 Meter lang, von beiden Seiten Stauraum drin. Das heißt, man kriegt da wirklich eine ganze Menge unter. Diese Arbeitsplatte aus mattem Glas ist sehr, sehr schön. Die Ecken sind natürlich etwas bruchempfindlich, das müsst ihr wissen. Dafür ist es absolut hitzeunempfindlich. Wenn ihr also hier kocht, könnt ihr den Topf daneben abstellen. Da sollte dann nichts passieren. Ihr bräuchtet natürlich dann hier entweder so einen Dunstabzug nach unten oder müsstet hier was hinhängen. Das da ist jetzt nur eine Attrappe, dieser Abzug bzw. dieses Element. Schön ist aber, dass es da schon mal jemand sich über eine Lichtlösung Gedanken gemacht hat. Also dieses tiefer gehängte Element, das den Raum hier auch noch mal so ein bisschen fasst. Hinter mir gibt es jetzt eine Einbau-Küchenzeile. Hier ist auch noch mal so ein Schrank, der da so ein bisschen raussteht, was ich auch eine ganz schöne Gestaltungsidee finde. Und in dieser Küchenzeile gibt es jetzt noch ein Geheimnis. Also hier ist der Kühlschrank, da wäre Platz für Kaffeemaschine und Backofen. Und hinter mir geht es jetzt durch diese Küchenzeile in die 4,4 Quadratmeter große Speisekammer. Hier ist also wirklich Platz für Getränkekisten, für Staubsauger, Putzzeug, für alle Lebensmittel, die man so in der Küche braucht. Das heißt, man muss die Hauptküche auch gar nicht so voll knallen mit Schränken, wenn man das nicht möchte.
auf dem Weg nach oben kommen wir jetzt hier an dieser Wahnsinnsfestverglasung im Erker vorbei. Wir haben hier 4 mal 1,40 mal 2,14. Dadurch, dass das hier noch so ein bisschen weiter vorgezogen ist außen, hat man auch einen Sichtschutz von der Straße. Man holt hier sehr viel Licht und Sonne rein, ohne dass man Einblicke von draußen hat. Hier oben drüber ist nochmal so eine 4er-Kassette mit Dachflächenfenstern und dadurch hat man hier wirklich so einen Lichtschacht, eine Verbindung zwischen allen Geschossen und eine Raumhöhe von fast 8 Metern. Euch muss natürlich klar sein, dass ihr damit die akustische und auch die geruchstechnische Trennung zwischen den Geschossen aufhebt, aber es macht das ganze Haus natürlich auch sehr kommunikativ. Jetzt sind wir hier schon auf der Erschließungsgalerie, das sind 10,5 Quadratmeter. Hier haben wir die normale Standardraumhöhe von knapp 2,50 Meter. Auf dem Boden jetzt einen ganz normalen Teppich, was hier die Akustik auch sehr angenehm macht, was ein bisschen dämpft. Hier ist Platz für einen kleinen Arbeitsplatz mit Blick nach draußen und hier hinter mir liegen jetzt die Kinderzimmer und das Kinderbad bzw. ein Kinderzimmer mit Kinderbad und ein Arbeitszimmer. Das könnte man natürlich auch anders lösen. 2 Kinderzimmer und den Zugang zum Bad hier. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie es im Musterhaus gelöst ist. Das Kinderzimmer ist mit 19,6 Quadratmetern jetzt mal wirklich großzügig bemessen. Da hinten gibt es jetzt noch mal so eine Nische, das ist in dem Erker, das ist ja dieser Eingangserker, der schieferverkleidete, die ist jetzt 1,50 breit. Hier gibt es noch mal ein Fenster zum Rausgucken. Ob das jetzt gemütlich oder unnötig ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Toll ist auf jeden Fall, dass es hier diese große Übereckverglasung gibt. Auch hier haben wir wieder dieses Element mit 2,94 Breite mit dieser Teilung, Öffnungsflügel 1,40 breit, Brüstungshöhe ist etwa 66 cm, dann braucht man hier nochmal so eine Absturzsicherung, um auf die Absturzhöhe von 90 oder 1 Meter zu kommen. Und das Schöne ist, dass man hier von der Möblierung sehr flexibel ist, trotzdem aber auch Kinder schon gut rausgucken können und diese kleinen Öffnungsflügel auch noch gut zu handeln sind. Hier um die Ecke angeschlossen mit so einer Glasschiebetür ist jetzt ensuite das Badezimmer. Das ist in dem Fall dann jetzt nur einem Kinderzimmer zugeordnet. Flexibler wäre die Planung natürlich, wenn das Bad vom Flur aus zugänglich wäre und beide Kinderzimmer das dann nutzen könnten. In dem Fall haben wir jetzt hier nochmal 4,7 Quadratmeter. Hier ist jetzt kein Fenster, obwohl da eine Außenwand wäre. Das ist wahrscheinlich der Ansicht von außen geschuldet. Ich würde hier auf jeden Fall euch empfehlen, ein Fenster reinzumachen. Diese Dusche ist jetzt auch relativ klein, 70 mal 90. Da kann natürlich ein Kind drin duschen, aber auch das würde ich, glaube ich, etwas großzügiger bemessen. Auf dem Boden ist kein Parkett, das sieht nur so aus. Das ist ein Vinylboden, der ist sehr wasserunempfindlich, pflegeleicht zu wischen. Und damit es hier nicht zu feucht wird, es gibt ja die kontrollierte Lüftungsanlage, gibt es hier aber auch noch mal zusätzlich so eine Abluft mit einem Feuchtesensor, der dann anspringt und feuchte Luft auch noch mal absaugen kann. Gegenüber wäre jetzt das Arbeitszimmer oder zweite Kinderzimmer. Wir gucken hier kurz rein. Das ist auch ein Beraterbüro. Das ist jetzt 15,5 Quadratmeter, also etwas kleiner als das andere, aber trotzdem sehr flexibel nutzbar. Wir gehen jetzt gleich gegenüber in den Elternbereich. Da geht es dann hier rein und dieses Elternschlafzimmer ist mit 13,5 Quadratmetern nicht sehr groß, was aber nichts macht, weil es gibt gleich noch eine Überraschung. Hier hat man jetzt eine abgehängte Decke mit einer umlaufenden Schattenfuge bzw. Lichtfuge, die dann LED hinterleuchtet ist, was ich eine sehr schöne und gemütliche Idee fürs Schlafzimmer finde. Dann haben wir hier wieder dieses schon bekannte Element mit der Festverglasung und dem Öffnungsflügel, 66 cm Brüstung. Fürs Schlafzimmer sehr schön, weil man im Liegen bei einem hohen Bett dann rausgucken kann, von unten von der Straße, aber Sichtschutz nach drinnen hat. Und vom Schlafzimmer geht es jetzt hier direkt in ein Wahnsinns-Überraschungsbad.
Wellnessbad ist mit 19,6 Quadratmetern wirklich riesig und lichtdurchflutet. Die Toilette ist hier so ein bisschen hinter die Tür gequetscht. Da müsst ihr dann immer aufpassen, dass ihr demjenigen da nicht die Tür vors Knie schlägt. Da hätte man sicherlich auch noch mal so eine kurze Schamwand hinmachen können. Wäre für diesen großen Raum auch gut möglich gewesen. Und hier sieht man jetzt diesen Versprung, diese 60 cm, die eben dieses Dachgeschoss nach innen versetzt ist und die 1,30 Kniestock, die ich von außen erwähnt habe. Hier haben wir nochmal so eine 4er Batterie Dachflächenfenster, die natürlich elektrisch zu bedienen und auch zu verschatten sind. Smart gesteuert sind hier übrigens die elektrischen Rollläden. Das heißt, das kann man also auch alles unten über ein Tablet regeln. Und auf dem Boden haben wir hier wieder die dunklen Fliesen bzw. wieder die Schieferoptik von draußen. Es ist ein Feinsteinzeug, das ist pflegeleichter als ein Naturstein, sieht aber wirklich aus wie Schiefer. Hier haben wir auch wieder die 66 cm hohe Brüstung, das heißt, die freistehende Wanne hat hier Panorama-Rundumblick. Hier ist schon so die Stelle, wo man sich natürlich den Kopf blutig schlägt, so ein bisschen. Wo es dahin geht, zeige ich euch natürlich gleich. Aber erstmal will ich euch das hier zeigen. Hier hat man dann schon so ein großes Fenster. Das gibt es wie eine Hebeschiebetür eben auch zum Aufschieben. Dann kollidiert hier der Flügel nicht mit der Treppe. Auch das ist natürlich ebenso wie eine Hebeschiebetür eine Kostenfrage. Aber man wollte es hier mal zeigen. Auf der gegenüberliegenden Seite hat man jetzt einen Einzelwaschtisch. Für so ein großes Bad könnte man sich natürlich auch ein großes Waschbecken mit 2 Waschplätzen vorstellen. Und hier gibt es mal eine wirklich große Dusche. 1,20 x 1,30. Das ist also wirklich angemessen für so ein Bad. Es ist durchgefliest, was natürlich optisch sehr schön ist. Pflegeleichter wäre so eine flache Duschtasse. Und jetzt, bevor wir hochgehen, schauen wir hier nochmal nebendran. Hier kommt nämlich jetzt ein Raum, der Ankleide- und Hauswirtschaftsraum ist. Wir haben jetzt hier 2 x 11 Quadratmeter, also insgesamt 22 Quadratmeter, das durch dieses praktische Einbauelement getrennt ist. Hier hat man also zum Beispiel so ein Dreckwäsche-Sortiersystem. Das heißt, man kann direkt in der Ankleide oder hier im Obergeschoss, es gibt ja auch eine Tür zum Flur, das heißt, die Kinder können ihre Dreckwäsche hier auch reinschmeißen, direkt den Zugang zur Ankleide. Das heißt, man stört den Partner, der im Schlafzimmer liegt, auch nicht, wenn man jetzt die Ankleide nicht direkt vom Schlafzimmer aus zugänglich macht. Und hier ist jetzt der Hauswirtschaftsbereich, das ist natürlich genial. Hier kommt dann meine Dreckwäsche von der anderen Seite raus, da hinten stehen Waschmaschine und Trockner. Man hat hier Platz für ein Bügelbrett, die Wäsche ist immer verräumt, ist raus aus der Optik. Und jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, Waschmaschine, wenn die schleudert hier in so einem Holzhaus im Obergeschoss. Der Hersteller hat eine schallentkoppelte Decke. Das heißt, das bringt nochmal 4-5 Dezibel zusätzlichen Trittschallschutz und man hört es wohl wirklich nicht, wenn die Maschine läuft. Es ist ja auch so von der Grundrissaufteilung, dass jetzt hier nicht direkt ein Schlafraum anstößt. Und dann finde ich, ist das eine super praktische Lösung. Über diese Spindeltreppe im Bad geht es jetzt in eine 55 Quadratmeter große Fitness- und Wellness-Ebene im Dachgeschoss. Das ist wirklich eine Idee, die wir noch in keinem Musterhaus gesehen haben und das schauen wir uns jetzt auch noch an. Auf der zum Bad offenen Galerie gibt es jetzt hier einen Saunabereich auf etwa 21 Quadratmetern. Hier auf der Seite haben wir nochmal eine große standesgemäße Dusche. Hier jetzt 90 x 1,40 mit dieser praktischen Duschtasse, die ich eben im Bad schon erwähnt habe. Hinter mir mit einer gefliesten Sitzbank, was also wirklich sehr schön ist. Und gegenüber, neben der Sauna, die jetzt hier unter der Dachschräge vom Saunabauer eingebaut ist, wunderschön mit Eiche verkleidet, gibt es dieses Highlight. Das ist dieses Dachflächenfenster, da kann man innen eine Verschattung vorziehen, außen natürlich auch. Das lässt sich elektrisch betrieben ganz öffnen und dann hat man hier so nach dem Saunagang eine total sichtgeschützte Freiluft-Dachterrasse und das schiebe ich euch jetzt einmal auf.
Das Element ist 1,45 x 2,40 mit Regensensor ausgestattet. Das ist jetzt hinter mir auch schon zugegangen. Das kostet euch natürlich in der Größe 6.500 bis 8.000 Euro, ist aber ein echtes Highlight hier oben. Hinter mir geht es jetzt in einen Raum, der als Ruheraum zur Sauna hier ausgewiesen ist. Da stehen die Liegen, auch nochmal mit Blick hier durch diese Verglasung in den Himmel, sehr schön. Das ist jetzt der offene Treppenhausbereich, den ich euch von unten gezeigt habe. Hier wäre es natürlich möglich, diese Podesttreppe ganz hochlaufen zu lassen. Dann wäre der Bereich hier oben flexibler nutzbar, weil man ihn eben nicht nur durchs Bad erschließen könnte. Wie ruhig das hier auf der Galerie ist, weil das ja über 3 Geschosse nur offen ist, hängt natürlich von der Familiendynamik ab. Und hier gibt es jetzt nochmal 21,8 Quadratmeter Fitnessraum, der jetzt aber hier auch schon als Besprechungsraum eingerichtet ist. Und der ließe sich eben viel besser nutzen, wenn man die Treppe jetzt dort im Treppenhaus hochführen würde. Jetzt haben wir alle Räume in diesem sehr besonderen Musterhaus gesehen, das sicherlich niemand 1:1 so nachbauen wird, wo man sich aber viele Ideen holen kann und sehen kann, was möglich ist bei einem Hersteller, der individuell plant. Es ist ein kleiner Hersteller in Baden-Württemberg ansässig, der nur regional im süddeutschen Raum baut. Und wenn ihr euch die Grundrisse mal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten einen Link in die Description gesetzt, in unsere Hausdatenbank. Da gibt es auch einen aktuellen Preis, eine Preisinfo für euch. Und wenn ihr euch das Musterhaus selber mal anschauen wollt, es steht wie gesagt in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Am besten mit Glocke. Denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.